Leute, Servus. Heute jetzt nochmal zu einem anderen kleinen Video. Und zwar geht es darum, die kaputte Glühbirne vom Abblendlicht zu wechseln. Wir haben hier einen Skoda Octavia, Baujahr 2005. Und da werden wir für euch zeigen, wie man vorne die defekte Glühbirne wechseln kann. Ja, ohne jetzt aber in die Werkstatt zu müssen, deswegen. Genau, nachdem wir die Motorhaube geöffnet haben, hatten wir im Endeffekt schon Zugang zum Scheinwerfer. Um die Glühlampe Abblendlicht zu wechseln, müssten wir jetzt eigentlich hier hinten die Kappe hier abnehmen, mit diesen zwei Spannvorrichtungen entnehmen. Es ist natürlich so, im eingebauten Zustand, selbst wenn man diese Deckel abmacht, kommt man sehr schlecht ran, also muss dann reinlangen mit der Hand, um die Glühbirne zu wechseln. Deshalb ist einfach wenn man hergeht und tut einfach den ganzen Scheinwerfer ein Stück nach vorne schieben, also rausziehen, dann kommt man auch viel leichter an die Glühbirnenfassung ran. Deshalb werden wir erst hier und diese Schraube, das ist eine Kunststoffschraube mit der Hand, eben die aufmachen, um den Scheinwerfer herausnehmen zu können. Ja genau, wenn ihr die Schraube abhabt, damit ihr jetzt den Scheinwerfer nach vorne rausziehen könnt, müsst ihr vorher diese Entriegelung nach hinten ziehen, damit der Scheinwerfer freigegeben wird zum Rausziehen. Es geht teilweise ein bisschen schwer, kommt darauf an, wie oft das schon behoben ist. Wenn es länger nicht bewegt wurde, dann ist es immer ein bisschen reingerostet oder klemmt ein bisschen. Deshalb nehme ich einfach mal die Zange und versuche mal mit ein bisschen Grip hier anzupacken. Will nicht. Okay. Die Plastik auf jeden Fall heraus. So, wenn die Entriegelung ist, können wir auch den Scheinwerfer, so wie er ist, nach vorne rausnehmen. So, jetzt geht er auch raus. Genau. So, und jetzt habt ihr den Vorteil, durch das ihr den Scheinwerfer ausgebaut habt, kommt ihr ganz leicht an die Klappe hier ran und auch ganz leicht innen an die Glühbirne, um diese auszuwechseln. Es geht auch im eingebauten Zustand, also man muss jetzt nicht unbedingt den Scheinwerfer ausbauen, ist aber eine ziemliche, also sagen wir, man braucht ziemlich kleine Hände, um da reinzukommen, und tut auch an den Händen weh, wenn man sich da irgendwie rein in Ecken und Kanten stößt. So, nachdem wir den Scheinwerfer rausgezogen haben, machen wir jetzt hier hinten die Klappe auf, den Deckel, schwupps, und sehen hier im Endeffekt schon die Lampenfassung fürs Abblendlicht. Wie schon gesagt, der Vorteil ist, wenn man es eben ausbaut, wir kommen halt total easy ran, ohne sich jetzt irgendwie die Finger verbiegen zu müssen. Deshalb machen wir das so. In dem sind einfach diese zwei Klammern, was ihr sehen könntet, fürs Abblendlicht. Müssen wir einfach die Klammer zusammendrücken, dann kann man die Glühlampe aus der Fassung nehmen. So, das ist die defekte Glühlampe. Man kann auch hier, wenn ihr mal guckt, ganz schön sehen, dass der Draht durchgebrannt ist, und deshalb ist sie eben kaputt. So, das ist die neue Glühlampe, ist eine H7
12 Volt, was ihr eigentlich nur darauf achten solltet bei der neuen Lampe, dass man die halt nicht mit die Fettfinger oder generell mit dreckigen Fingern anfasst, sondern an der Fassung nimmt und einsteckt. Genau, das machen wir jetzt. So, schade, dass die Feder wieder hier gescheit drin ist, eingerastet ist, dass die Lampe sauber in der Fassung drin sitzt, und dann machen wir auch schon den Deckel drauf. Genau, und jetzt können wir den Scheinwerfer wieder zurückschieben, wieder verriegeln und wieder befestigen. Servus! Da es sich ja hier um eine Kunststoffschraube handelt, reicht es eigentlich vollkommen, wenn ihr das einfach mit der Hand eben anzieht. Das ist da vollkommen ausreichend. Hat eben nochmal bloß diese Funktion, dass der Scheinwerfer fest sitzt. So, schauen wir mal, wie das alles fest ist. Dass der Scheinwerfer wieder sauber in der Fassung drin ist. Verriegelt ist er. Fertig. Ja, und wie ihr sehen könnt, Abblendlicht funktioniert wieder einwandfrei. Okay.